come. Wow, 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 wow. The shame of things to come. Hallo, C2C-Gemeinde. Heute wollen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit kramen. Wie war es damals, als man noch zusammen irgendwo hingehen konnte und sich Filme anschauen durfte? Ja, es gab eine Zeit, nannte sich ganz komische Wörter, Theater, Lichtspielhäuser und auch Kinos. Und heute haben wir nämlich mal eins besucht. Ja, es gibt ja verschiedene Kinos jetzt oder Kinomuseum in Deutschland. Ja, wir haben uns heute eins ausgesucht, und zwar hier in Ueckermünde. Da steht ein ganz besonderes Museum rum. Ihr habt es ja schon ein bisschen gesehen. Und wir dürfen heute mal reingucken. Kommt doch mal mit. Bevor wir reingehen, ich habe mir erzählen lassen, es gab Zeiten, die Tür ging nicht zu, weil nur ganz viele Menschen zu einem Film wollten. Nur zu einem. Man hatte gar nicht die Auswahl. Man konnte sich nur einen Film pro Saal angucken. Es war eine traumhafte Zeit. Kommt mit rein. Ja, hier befinden wir uns jetzt in einem sogenannten Wartesaal, so hat man das früher genannt, wo man eben die Schlange sich bis zur Kinokasse dann gestaut hat. Ja, und wenn man dann noch nicht genau wusste, wann ist man dran, ging man sogar auf eine Toilette. Es gab öffentliche Toiletten, das ist ganz komische Sachen. Ich zeige euch die mal kurz. Da konnte man mit mehreren Leuten raufgehen. Das ist kurios. Kommt mal rein. Das kennt man gar nicht von zu Hause. Mehrere Waschbecken. Man konnte zusammen erzählen. Kommt mal rein, was ganz Kurioses. Kennt ihr sowas noch? Pissoirs? Hat keiner mehr zu Hause. Da stand man so und konnte sich auch hier über den Film unterhalten. Je nachdem, ob er gut, ob er schlecht war. Hört um. Ach, das müssen traumhafte Zeiten gewesen sein. Ja. Und wenn man dann hier in der Schlange stand, konnte man sich dann meistens je nach Kinos mehrere Filme aussuchen. Es gab nicht viel, also in Ueckermünde, glaube ich, gibt es 3 Säle oder gab es 3 Säle, wo man dann in verschiedene Filme gucken konnte. Man musste sich aber immer entscheiden, für welchen. Ist jetzt ganz komisch, zu Hause könnt ihr euch ja immer irgendwelche Filme angucken, egal wann, egal wo. Hier musste man sich an Zeiten halten. Es war ganz komisch. Naja, aber mal gucken, was nachher so an dem Tresen bzw. in den Sälen hier los ist. Bis dahin erstmal. Ah, das Kino. Unendliche Weiten der medialen Popkultur. Und ein Pool für Menschen aller Gesellschaftsklassen, die sich hier fiktive, historische, animierte oder dokumentarische Lichtspiele auf großer Leinwand anschauen. Wir befinden uns im Eingangsbereich der Volksbühne, wo man sich bei dem Erstkontakt mit dem Kinomitarbeiter einen Film bzw. einen Platz für einen Film aussuchen konnte und diesen erwerben. Vielen Dank. Viel Spaß. Und weiter geht's zum Tresen. Weiter geht's hier am Tresen im Kino. Dort konnte man sich für das passende Geld mit lustvollen Fressalien und Getränken ausstatten lassen, um das filmische Ereignis noch ein wenig zu umrahmen. Danke sehr. Klein und Groß verabredeten sich hier zur Mitnahme von zum Beispiel Popcorn oder Nachos, um sich den Film schmecken zu lassen. Das war noch was. Weiter geht's in den Museumssaal sozusagen. Den werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. Könnt ihr nicht sehen? Ja, hier saß man früher zusammen. Auch komisch, ne? Man musste nicht alleine irgendwo sein, man ging einfach mit mehreren Leuten einfach in einen Saal oder hinein und saß auch nebeneinander, ohne Bedenken. Man konnte sich sogar über diesen Film unterhalten. Es war schön. Man musste zwar
die meiste Zeit leise sein, weil jeder wollte ja auch den Film verfolgen. Ja, aber wie schön war es trotzdem, so als verliebtes junges Paar, meistens zum ersten Date, sich in einen Kinofilm reinsetzen und man konnte kuscheln, ohne dass einer so richtig was mitgekriegt hat. Es war nämlich sehr dunkel. Man hat nur wirklich die Leinwand gesehen und man war mit mehreren Menschen zusammen. Und wenn es ein lustiger Film war, es gab ein Raunen, Gelächter nannte man sowas. Gelächter, also die Mehrzahl von einem lachenden Menschen. Ja, Gelächter, mehrere Menschen lachen zusammen. Es war so schön. Ja, und genau in diesen Sälen saß man dann früher und es gab nicht nur diese Form, es gab mehrere Formen. Manche kleiner, manche größer, manche mit Loge, manche auch ohne. Manche mit Einzelsitzen, manche mit Doppelbänken, wie Couchen. Es gab, ich habe mal davon gehört, man konnte sich sogar in manchen Kinos richtig hinlegen. Wahnsinn. Ja, das waren schöne Zeiten. Aber wir können ja auch mal in einen etwas kleineren reingucken. Bis gleich. Huch, jetzt habt ihr mich erwischt. Ja, so saß man früher. Hatte sein Getränk, sein Popcorn oder auch Nachos und hat den Film verfolgt. Hier in einem kleineren Saal. Ich habe mir von den Betreibern sagen lassen, sie nannten das aber Wohnzimmer. Kuriose Sache. Ja, da war eigentlich schon Corona-Light, wenn man so will. Wenn man nicht mit so vielen Leuten zusammensitzen wollte, gab es auch kleinere Säle oder Räume in dem Fall, glaube ich, passt besser. Und da konnte man dann so Betriebsfeiern auch machen. So, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe einen kleinen mittelständischen Betrieb und möchte ihm was Gutes tun, ist man mal ins Kino gegangen, hat sich zusammen einen Film angeguckt. Und nicht jeder auf seinem Smartphone, verschiedene. Man hat sich getroffen. Und das war schön. Und er hatte hier immer kleine Tischchen, wo man auch das Gekaufte dann hinstellen konnte. Und man konnte einfach genießen. Es war so schön. Und nach dem Film ist man einfach aufgestanden und ist manchmal sogar noch in Kneipen oder Restaurants gegangen, auch zusammen, und hat dann gespeist oder auch ein bisschen getrunken. Ja, und dann gab es so ganz komische Sachen wie Taxis, die einen dann immer volltrunken nach Hause gefahren haben. Es waren schöne Sachen, schöne Zeiten auch. Ja, mal gucken, was uns jetzt noch so einfällt. Ich sage erst mal Prost. Ja, und jetzt befinden wir uns hier im Herzen eines Kinos. Ja, jetzt natürlich im Museum. Und ihr kennt das vielleicht von zu Hause, wenn ihr jetzt irgendwelche Bilder mit einem Beamer an die Wand schmeißt. Ja, diese kleinen süßen Teile, die so für den Hausgebrauch reichen. In einem Kino war das viel, viel größer. Ja, das ist ein Beamer. Ein schöner Beamer. Er macht ungefähr 8K. Bei einer Strecke von bis zu 30 Metern. Ein gestochen scharfes Bild an einer Wand. Super. Für den Hausgebrauch fast unbezahlbar. Aber wir haben sie. Und was ihr auch von zu Hause kennt, Musik in verschiedenen kleinen, ihr kennt diese kleinen Soundbars, ne? Hier war es anders. Verschiedene Boxen sind im Saal verteilt und das sind Endstufen. Sie haben zwischen Bass, Mitte und Höhe selbstständig gewechselt. Wahnsinn. Sodass man wirklich das Gefühl hatte, man ist live dabei. Schön. Es gab sogar noch Besonderheiten. 3D. Ich zeige euch mal was. Jetzt konnte man 3D hier gucken. Und jetzt wieder 2D. Verrückt. Ja, eine schöne kleine Zeitreise hier in einem Kino. Man kann vielleicht noch erkennen, seht ihr hier diese Umlenkrollen? Ganz früher waren hier richtige Bänder, die sind hier lang gelaufen. Es gab ein komisches Geräusch. Im ganzen Saal.
schön, schön. Ja, ja. So ist es hier in einem Kino gewesen. Oh, ich habe noch was gefunden. Komm mal mit. So sah das früher aus. Eine Filmrolle, Konferenz der Tiere. Lange ist es her. Es war alles hier drauf. Ein ganzer Film in einem Band. Es nannte sich 35 mm. Ja, schön war's. Und ihr seht, mehrere Beamer sind verbaut gewesen in so einem Kino, dass jeder Saal natürlich extra seinen Film dann auch gucken konnte, zu ganz verschiedenen Zeiten. Es war schön. Ja, mittlerweile ist ja alles nicht mehr gebraucht. Und wie ihr von zu Hause kennt, mittlerweile hat man ja große Streaming-Dienste, wo es nur noch reicht, so einen Laptop zu haben. Und man guckt sich dann gemeinsam mit der Familie das dann zu Hause an. Man kann sich das auch auf dem Fernsehen natürlich werfen lassen. Ja, schön war's. Ja, ich hoffe, diese kleine Zeitreise hat euch mal gefallen, sodass ihr auch mal seht, wie war es denn früher, ja, wenn man in ein Kino gegangen ist, zusammen mit mehreren Menschen und hat sich einen Film angeschaut. Es muss eine schöne Zeit gewesen sein.